Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles and Marcel. Ich stehe gerade hier am Gepäckband am JFK Airport und fliege gleich zurück nach Hause. Und das Ganze mit Singapore Airlines in der sogenannten Suites im A380. Ich bin unfassbar aufgeregt und freue mich für euch, dieses wunderbare Produkt testen zu dürfen. Und wir sehen uns jetzt gleich im Video. Viel Spaß! Wow, das war ja fantastisch. Ich hatte nämlich den Flug nur buchen können bis Frankfurt und ich fliege nachher noch weiter nach Hamburg und habe den Flug separat mit Lufthansa gebucht und habe dann einmal eben am Gate, am Check-in-Schalter vielmehr gefragt, ob es möglich wäre, die Koffer auch bis Hamburg durchzuchecken, da ja beides Star Alliance ist. Und das ist tatsächlich möglich gewesen und meine Koffer sind jetzt bis Hamburg eingecheckt und ich muss in Frankfurt also nicht mehr ans Gepäckband, muss nicht die Koffer abholen, nochmal einchecken, sondern kann in Hamburg direkt, beziehungsweise in Frankfurt direkt bleiben. Das ist natürlich fantastisch. In der Virgin Atlantic Clubhouse Lounge, und zwar gibt es keinen Kellner oder keine Kellnerin mehr, die direkt an den Platz kommt und fragt, was man haben möchte, sondern man scannt jetzt eine Karte einfach mit seinem Handy und wählt dort das aus, was man haben möchte und schickt das ab, muss bei der Bestellung dann einmal seine Nummer angeben vom Tisch und dann wird das Ganze an den Tisch gebracht. Auch nicht schlecht, aber ich habe das beim letzten Mal doch sehr gemocht, dass jemand an den Tisch kam und sagte, hallo, mein Name ist so und so, was hätten Sie gerne? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ein bisschen vermissen werde. Also das riecht auf jeden Fall schon mal fantastisch. So, das Boarding läuft schon. Hello, sir. How are you? Can I have your book? Thank you. Can you please look into the camera for me? Everything. Thank you so much. Enjoy your flight. Jetzt bin ich aufgeregt. Mein Herz pocht ganz doll. Ah. Hi, hello, good evening. Can I have your boarding pass, Yes, please? for sure. Thank you so much, Mr. Costley. This way, Is it please. okay? This way, please. Hello, good evening. Thank you. Mr. Costley, Yes. the is actually over here, but I would suggest maybe you take 2A or 2F because here is too near our galley. It might be too noisy for you to rest Okay. later on. 2A is available? 2A is available. Let's What see. is your favorite alphabet? Yeah. 2A, 2F. Uh, Take a pick.
Yeah. Mini, money. How will we start? Thank you. Thank you. I just want to taxi you. So, wie unglaublich ist das denn? Ich bin jetzt tatsächlich hier in der Suite angekommen von Singapore Airlines. Wie ihr seht, gibt es 1, 2, 3 und das Ganze zweimal, also 6 Kabinen insgesamt. Die vorderen beiden sind etwas größer als die hintere. Ich hatte ursprünglich die Reihe 3 gebucht. Man hat mir jetzt aber empfohlen, umzusteigen auf die zweite Reihe, weil die frei wäre. Die wäre etwas größer, die Kabine, und man würde weniger hören aus der Galley. Und das habe ich dann dankend angenommen und befinde mich jetzt hier in Platz 2F. Das ist ja wirklich unglaublich. Habt ihr gesehen, wie viel Platz es hier gibt? Zu eurer Rechten habt ihr hier ein paar Ablagefächer. Und zwar auch mit einem kleinen Spiegel versehen. Und das Ganze sehr schön hier vorne ausgepolstert. Des Weiteren gibt es natürlich noch einen Begrüßungscocktail, entweder so wie ich einen Softdrink oder auch einen Champagner gibt es natürlich. Über die Bedienknöpfe zu eurer Rechten könnt ihr das Licht verschieden einstellen, außerdem die Sonnenblenden runterstellen und auch einen Do Not Disturb Button gibt es, sowie natürlich einen Ruf für eine Stewardess oder einen Steward. An Stromanschlüssen mangelt es euch nicht. Ihr habt hier einen Universal-Power-Anschluss, einen HDMI-Anschluss sowie den Anschluss für die Kopfhörer und einen Kartenleser, falls ihr etwas Kostenpflichtiges kauft. In der Suite habt ihr sogar einen einzelnen kleinen Tisch und der befindet sich zu eurer Linken. Und da drin befindet sich dann auch einmal der Tisch zum Essen, den schauen wir uns natürlich später an. Und eben gerade wurde die Menükarte gebracht, die wurde hier so präsentiert. Schaut euch das mal an, wie ordentlich das aussieht. Der Sitz ist wirklich bequem. Es ist wie ein Sessel zu Hause. Und das ist nicht der, in dem man schläft, sondern schlafen tut man dann in einem Bett, was sich gegenüber von einem befindet. Auch das schauen wir uns natürlich später einmal ausführlich an. Oh wow, thank you so much. Perfekt. Und hier ist das Amenity Kit und der Schlafanzug von Singapore Airlines. Das werde ich natürlich auch nachher einmal ausgiebig testen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich sag, wie es ist. Ich bin seit 10 Minuten hier und ich bin völlig fertig. Die Eindrücke sind doch erschlagend. Eine interessante Sache ist auch, dass man hier in diesen Suites vom normalen Boarding der anderen Gäste überhaupt gar nichts mitbekommt. Es boarden ja gerade noch die Gäste der Business Class, aber auch natürlich vor allem die Economy Class. Das passiert aber unten oder weiter hinten, sodass man hier tatsächlich komplett seine Ruhe hat und lediglich ab und zu mal ein paar Flugbegleiter vorbeilaufen. Eine interessante Sache für alle, die zu zweit reisen. Die Mittelwand zwischen den Suiten 1 und 2 lässt sich komplett absenken, sodass man beide Betten dort nebeneinander hat und keine Wand und somit ein Doppelbett hat. Leider ist die jeweils Suites 1 und 2 vorne belegt, deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber glaubt mir, das Ganze gibt es und das könnt ihr in zahlreichen Videos auf YouTube euch mal anschauen. Wenn ihr zu zweit fliegt, ein unglaubliches Gefühl, ein Doppelbett zu haben. Die Suite, die ich mir zuerst ausgesucht habe, 3F, die ist etwas kleiner als die Suiten in Reihe 1 und 2. Merkt man nicht unbedingt, aber das ist vielleicht nur interessant zu wissen. Dafür hat man hier eine feste Wand. Das heißt, wenn man alleine fliegen sollte, hat man vielleicht noch etwas mehr Privatsphäre, weil sich keine mobile Wand hier befindet. Allerdings ist die andere natürlich auch hochgefahren und bleibt natürlich auch oben, wenn man denjenigen in der Nebensuite nicht kennt.
In dem Schrank könnt ihr nicht nur euren Koffer verstauen, sondern hier befinden sich auch noch ein paar Slipper und eine Wolldecke. Ob das diejenige ist, die man nachher auch zum Schlafen bekommt, das weiß ich nicht. Gucken wir nachher uns mal an. Und hier im Seitentisch befindet sich dann auch der Tisch fürs Essen. Und schaut euch mal das hier an. Das ist ja unfassbar. Mein Gott, ein Monster. Ja. Und das ist dann hier der Tisch, wahnsinnig massiv, stabil. Das sieht natürlich richtig nach was aus. In der linken Armlehne befinden sich hier im Sessel noch ein paar Bedienknöpfe und damit könnt ihr so einiges anstellen. Zum Beispiel den Sitz verstellen. Und jetzt denkt man natürlich, okay, von gerade auf in so eine Lounge-Position oder ähnliches. Nein, ihr könnt den Sitz hier auch drehen. Das ist fantastisch. Und möchtet ihr den Fernseher in einer anderen Position haben, dann kennt man das ja aus anderen Flugzeugen, dann kann man den meist noch etwas verstellen. Hier bei Singapore Airlines in der Suite sieht das Ganze etwas anders aus. Und eben gerade wurden noch die Kopfhörer gebracht. Diese sind von Bang & Olufsen und bin sehr gespannt, wie die sich anhören. Wir machen schon mal die Verpackung auf. Hier drin befinden sich einmal ein paar Pads zum Schützen der Kopfhörer bzw. für den Hygieneschutz und dann natürlich die Kopfhörer an sich selber. All electronic devices must now be put in flight safe mode. Meine Damen und Herren, es ist sehr wichtig, dass Sie das Video mit den Sicherheitshinweisen beachten, das wir Ihnen jetzt zeigen. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing. And on a jet view, lower your head and lean forward. Und was ich wirklich sehr mag, sind solche Details. Ich habe euch eben die Anschlüsse gezeigt vom Kopfhörer, Poweranschluss und so weiter und so fort. Und da gibt es auch eine kleine Klappe, um die dann zu verschließen, um das Ganze noch etwas attraktiver zu machen, wenn man sie nicht benutzt. Und jetzt geht's gleich los nach Frankfurt. Maneuver anything that I can help you. Go. Catch a movie. Yeah. We have the latest movie on board. Thank you. Okay. This can be connected to there or here. Okay, Okay, so you can choose both sides, which is more convenient for you. perfect. Maybe you choose a movie and you start the movie. I'll get you your drinks first. I checked already. There's a fresh orange juice. I'll get ready. Amazing. Thank you so much.
Ja, und das gehört bei Singapore Airlines anscheinend auch zum kompletten Service in der Suites. Ich habe quasi meine eigene Flugbegleiterin, die sich die ganze Zeit sehr, sehr herzlich um mich kümmert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der restliche Flug wird. Ich bin sehr, sehr müde und ich würde auch eigentlich gerne das Bett irgendwann ausnutzen, aber eigentlich kann man auf so einem Flug ja auch gar nicht schlafen. Man muss ja alles ausprobieren, was irgendwie geht. Ihr findet am Platz auch so ein kleines Tablet, wobei so klein ist das auch gar nicht. Und ihr könnt das Tablet dann nutzen, um den Fernseher zu bedienen. Der ist viel zu weit weg, um das per Hand zu machen. Your drink is here. Thank you very much. Thank you. Do you need help? No, I got it. Thank you so much. Und es gibt ganz leckere warme Nüsse. Das riecht schon aus der Entfernung ganz, ganz toll. Und ich liebe das, wenn die Nüsse aufgewärmt werden. Und es gibt frische Nüsse. Die riechen schon aus der Entfernung ganz, ganz toll. Und ich mag es ja, wenn die aufgewärmt sind. Dann schmecken die gleich nochmal viel, viel besser. Das Tolle an der Suites ist natürlich auch, dass man das Licht hier komplett aufhellen kann. Ich bin für mich alleine. Ich kann selber bestimmen, ob ich das Licht dunkel haben möchte oder eher hell oder komplett ausgeschaltet. Und das ist natürlich gerade für Videoaufnahmen fantastisch. Und was den einen der Champagner ist es für mich dann ein schönes Glas frischer Orangensaft. Es darf ja auch mal so gehen. Jetzt gibt es so ein paar Turbulenzen. Das kann natürlich immer passieren. Ja, mache ich ja schon. So. Aber das kann natürlich passieren, wenn man das Land verlässt und über den Atlantik fliegt, genau an der Küste. Da gibt es ja immer gerne diese Turbulenzen. Das ist aber auch ganz schnell vorbei. Völlig normal. Und während es draußen ein bisschen turbulenzt, beziehungsweise auch hier drinnen, werde ich jetzt aber die Kopfhörer testen. Also hochwertig aussehen sie ja, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Es gibt übrigens 2 Anschlüsse für den Kopfhörer. Einmal zu eurer rechten und einmal auf der linken Seite des Sitzes. So habt ihr die Möglichkeit, selber zu entscheiden, auf welcher Seite das Kabel hängt. Und ich finde es ganz toll, dass an solche Details gedacht wird. Denn manche Gäste stört das, wenn das Kabel auf der falschen Seite ist oder wenn das irgendwie manchmal hinter einem angebracht werden muss und dann hat man das Kabel irgendwie um den Hals oder ähnliches. So findet jeder auf jeden Fall seine Lösung. Das Kabel befindet sich zum Beispiel jetzt hier auf der rechten Seite und mich würde das jetzt, glaube ich, ziemlich stören, wenn ich das hier links am Sitz anbringen müsste. Deswegen bringe ich das jetzt hinter mir an. Da befindet sich nämlich noch ein weiterer Anschluss. So, und der erste Eindruck ist, die Kopfhörer sind sehr bequem zu tragen, sehr, sehr weich und es ist natürlich eine starke Geräuschunterdrückung, die man schon jetzt merkt, ohne dass hier etwas abgespielt wird. Und ich höre noch ein leichtes Grundrauschen vom Flugzeug, aber generell ist es hier in der Kabine sowieso sehr, sehr ruhig. Es sind neben mir 2 weitere Gäste da, das heißt, wir sind zu dritt und ja, 3 Menschen machen dann selten sehr viel Lärm. Und schaut mal, das ist wirklich klasse. Den Film gibt es in zig verschiedenen Sprachen und mit Untertiteln. So hat man das natürlich sehr gerne. So kann sich jeder seine Wunschsprache aussuchen für den Film. Ich habe jetzt mal Deutsch gewählt und werde mal hineinschauen. Und ich muss sagen, so eine Flight Map sieht noch mal ganz anders aus, wenn man sie auf so einem großen Monitor wie hier sich anschauen kann. Sparkling water, please. Sure. Come back to you. Das Spannende ist auch, dass nach jedem Mal, wenn hier irgendwie zum Beispiel jetzt das Essen aufgebaut wird, die Suites-Tür wieder verschlossen wird. Man hat also wirklich das Gefühl, hier seinen eigenen Raum zu haben. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Yes, please. I would like this one, please. And one of these. Oh, you've garlic. And also one garlic bread. Yeah. Thank you very much.
Thank you. Eine ganz tolle Brotauswahl, ein Laugenbrötchen, so eine Brotstange und Knoblauchbrot. Und wie süß ist das denn? Eben gerade kam die Flugbegleiterin und hat mir 2 von diesen wunderbaren Singapore Airlines Bärchen gebracht. Das ist, finde ich, etwas, ja, ich weiß auch nicht. Jetzt könnte man natürlich erwarten, als Gast einer Suite für 10.000 € dieser Flug gekostet hätte, dann sagt man so 2 kleine Kuscheltierchen. Ich persönlich freue mich wahnsinnig darüber und weiß, dass die einen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause bekommen. So, das ist also der Kaviar. Thank you very much. Und da denkt man bekommt einfach nur so eine Karottensuppe mit rote Beete. Die ist wahnsinnig scharf. Aber das ist natürlich auch typisch asiatisch. Trotzdem, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber lecker. Der Tisch lässt sich übrigens auch nach hinten verschieben, zu euch ranziehen, oder er lässt sich auch nach vorne schieben und auch ebenfalls, wie ihr sehen könnt, etwas drehen, sodass ihr es leichter habt, aufzustehen, falls ihr während des Essens mal aufstehen möchtet. Can I just clear the... Yes, yes, thank you. Can I clear this as well? Do you like another orange juice? Yes, please. Okay. Thank you. Do you like this orange juice? Yeah, it's very good. Thank you very much. Und jetzt gibt es den Hauptgang. Es gibt ein wunderschönes Rindersteak. Das habe ich gebucht über Book the Cook. Wenn ihr mit Singapore Airlines in der First Class oder in der Business Class fliegt, könnt ihr Book the Cook buchen. Und das Ganze sieht so aus, ihr habt eine Auswahl von verschiedenen Speisen. Sucht euch eure Wunschspeise aus. Und diese wird dann für euch zubereitet und euch dann hier frisch gebracht. Es duftet auf jeden Fall fantastisch. Das schmeckt richtig gut, richtig saftig und nicht so trocken, wie man das manchmal aus dem Flugzeug kennt. Sehr, sehr gut gemacht. Die Kartoffeln sind sehr, sehr lecker. 6 Scheiben sind dabei, muss man sich ein bisschen einteilen. Außerdem habt ihr auf diesem Flug noch eine unfassbare Auswahl an Speisen und Getränken. Ich blende euch die Speisen- und Getränkekarte ja hier Stück für Stück ein. Und das steht alles im Prinzip zur Verfügung und ich kann gar nicht so viel essen, wie hier möglich ist. Und ich sollte es auch lieber nicht tun, aber trotzdem ein bisschen ausprobieren möchte man natürlich schon. Thank you very much. So gut es aussieht, so schwierig ist es dann doch zu essen. Die Kugel Eis sieht fantastisch aus, aber ist steinhart. Das wird schwierig, die zu essen. Die muss, glaube ich, noch ein bisschen antauen. Ist auch interessant, dass anscheinend die Kugel Eis also fertig angeliefert wird und nicht etwa hier vor Ort dann frisch portioniert wird. Unglaublich aus. Das Bett ist vorbereitet und auch wenn ich eigentlich nicht schlafen möchte, um alles hier zu genießen, werde ich wahrscheinlich doch gleich einschlafen. Die Flugbegleiterin sagte mir gerade, dass das Bett wahnsinnig bequem ist. Es ist einmal ein, wie ein Feldbett quasi so ein bisschen. Darüber wird einmal eine bequeme Auflage gelegt. Dafür gibt es dann noch eine Bettdecke, ein bequemes Kissen und man kann wohl auch hinten die Kopflehne etwas nach oben stellen, wenn das man beim Fernsehen gucken auch bequemer schauen kann. Also da wurde wirklich mitgedacht.
schauen wir uns noch einmal das Amenity Kit an, denn das brauche ich gleich. Das Amenity Kit stammt von Lalique und das ist eine wirklich sehr schöne Tasche. Und da drin befindet sich Folgendes. Wir haben einmal ein Room Spray. Ich würde sagen, das ist eher Werbung dafür. Was befindet sich noch hier drin? Wir haben eine Seife. Wir haben das Room Spray, das ist tatsächlich. Und wir haben des Weiteren noch einen kleinen Beutel. Ansonsten ist es tatsächlich leer. Ich schaue mal nach, was sich in dem Beutel befindet. Da haben wir drin eine Bodylotion. Wir haben einen kleinen Plastikbeutel und wir haben hier einen Lippenbalm. Zahnbürste und Zahnpasta gibt es offensichtlich nicht hier im Amenity Kit. Das befindet sich vielleicht auf der Toilette, da schaue ich dann gleich noch einmal nach, denn ich möchte mir gerne vom Schlafen gehen und einmal die Zähne putzen. So, und jetzt befinden wir uns hier in der Toilette. Das trifft eigentlich gar nicht, im Badezimmer des A380 von Singapore Airlines. 2 Baderäume stehen hier zur Verfügung für maximal 6 Gäste. Und schaut euch einmal an, was für einen unglaublichen Platz es hier gibt. Es gibt hier sogar einen eigenen Schminkspiegelbereich. Den nutze ich jetzt nicht so häufig, aber einige Gäste oder Gästinnen mögen das wahrscheinlich sehr gerne nach einem langen Flug, sich hier noch einmal auffrischen zu können. Und hier befindet sich die eigentliche Toilette, auch gepolstert, dass man sich auch hier hinsetzen kann, ohne die Toilette zu nutzen. Aber beim Toilettengang würde ich dann empfehlen, den Toilettensitz dann doch lieber aufzuklappen. Es stehen euch auch ein paar Erfrischungen bereit. Zum einen ist das Erfrischungswasser fürs Gesicht. Es gibt eine Bodylotion. Und was haben wir hier? Eau de Toilette. Fein, fein, fein. Hier findet ihr noch Becher fürs Zähneputzen, ein paar Tücher, Handtücher. Und diese Schublade habe ich tatsächlich vorhin übersehen. Gucken wir mal rein, was sich hier befindet. Da ist doch alles, was man braucht. Wir haben hier einmal Rasierschaum. Wir haben außerdem ein sanitären Napkin. Wir haben eine Haarbürste und Kamm. Wir haben einen Rasierer und hier sehen wir einmal Zahnbürsten, sogar mit einer richtig schönen Plastikverpackung. Das ist natürlich klasse. Dann kann man die Zahnbürste nämlich auch tatsächlich mitnehmen und hinterher auch nochmal hygienisch nutzen. Das finde ich sehr schlau mitgedacht. Und das ist es im Grunde schon ein unglaubliches Gefühl, so ein großes Badezimmer zu haben, wenn auch Emirates in seiner First Class eine Dusche vorweisen kann im A380. Das hat Singapore Airlines nicht, aber ich vermisse das gerade überhaupt nicht. Noch höchste Zeit, den Schlafanzug anzuziehen und dann endlich das Bett zu genießen. Und ich freue mich schon sehr darauf, gleich schön zu liegen, den Film weiter zu gucken und dann schon fast in Frankfurt aufzuwachen. Aber das Umziehen, das erspare ich euch jetzt. Ja, ich habe jetzt schlafen können und wurde eben gerade ganz sanft geweckt durch die Flugbegleiterin, die mir sagte, es sind jetzt noch 1 Stunde und 20 Minuten bis Frankfurt. Wie habe ich geschlafen? Das Bett, ja,
Also, es war okay. Optisch gesehen sieht das Ganze fantastisch aus, wie ich finde. Es fühlt sich aber doch eher so an, dass man tatsächlich irgendwie auf einem Brett schläft, das zwar ein bisschen gepolstert ist, aber es war doch insgesamt sehr hart. Wenn man das also doch mal vergleicht mit den Betten, die man gewohnt ist, zum Beispiel von der Lufthansa, also gewohnt ist, aber die ich erlebt habe bei der Lufthansa First Class, da war das Bett doch wesentlich bequemer, wesentlich weicher als jetzt die Lösung hier. Trotzdem habe ich vernünftig schlafen können, aber bequemer hätte es, finde ich, sein können. Thank you. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade geliefert bekommen habe. Optisch sieht es gut aus. Die Flugbegleiterin meinte, das wäre ganz, ganz toll. Ich lese mir das jetzt erstmal nochmal durch. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es handelt sich hier mal um Chicken und Abalone Congee. Korrigiert mich gern, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich weiß es nicht besser. Es handelt sich, das musste ich jetzt aber erstmal nachgucken, was ist überhaupt Congee? Ich wusste es nicht. Es ist ein Reisbrei und das Ganze mit ein bisschen Hühnchen und ist ein koreanisches Gericht. Ja, man wird ja nicht dümmer. Ne? Zur anderen Auswahl hätte es noch gegeben Pork Ribs, Schweinerippchen. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt morgens zum Frühstück brauche. Selbst das ist jetzt schon mir irgendwie zu deftig. Aber naja, so ist eben das in Asien. Und ich werde es trotzdem jetzt mal probieren. Schauen wir mal, ob es schmeckt. Ja, also ganz ehrlich, mein Geschmack ist es nicht. Was aber, glaube ich, nicht an dem Koch liegt, sondern vielmehr ein bisschen an meiner Art von Geschmack. Ja. Aber hübsch sieht es aus. Ja, es ist schon Zeit für ein Fazit. Wir sind ja noch nicht in Frankfurt angekommen. Wir haben noch ungefähr eine Stunde vor uns. Wie ist das Zwischenfazit? Also, der Service ist wirklich fantastisch. Singapore Airlines schafft es wirklich, einem das Gefühl zu geben, seine eigene Flugbegleiterin zu haben. Ich hatte wirklich den Flug hier über immer 1, 2, 3 Personen, die sich um mich hier gekümmert haben, aber eine Hauptansprechpartnerin. Und es wurde wirklich ständig darauf geachtet, dass alles zu meiner Zufriedenheit ist. Die Tür wurde nach dem Start übrigens auch direkt verschlossen. Es wurde dann immer angeklopft, wenn irgendwie gefragt wurde, darf es noch was zu trinken sein, darf es jetzt das Essen geben. Denn das entscheidet man selber. Man kann selber sagen, okay, ich möchte jetzt erst eine Stunde essen oder in 2 Stunden und dann bekommt man das Essen. Das Personal war sehr herzlich, sehr aufmerksam, sehr freundlich und ich bin sehr dankbar, dass ich das alles hier filmen durfte. Es wurde erlaubt, dass ich sozusagen auch während der Arbeit hier filme, wenn zum Beispiel das Bett vorbereitet wurde. Dafür vielen herzlichen Dank, das ist wirklich sehr, sehr lieb. Es fühlt sich einfach unglaublich an, so eine eigene Suite zu haben, die den Namen verdient. Zwar gehen die Wände, wie ihr sehen könnt, nicht ganz bis zur Decke. Das heißt, es ist etwas einsehbar, wenn man draußen vorbeiläuft, kann jemand drüber gucken. Das hat natürlich auch Sicherheitsgründe. Und zum anderen sind in der Tür diese Muster. Und da ist es auch möglich, dass das Personal dann hier also reinguckt, aber natürlich auch andere Gäste, weil so viele andere Gäste gibt es hier ja nicht. Diese Exklusivität hat natürlich seinen Preis. Regulär hätte dieser Flug One-Way von New York nach Frankfurt über 10.000 € gekostet. Das ist eine ganze Menge Geld und ehrlich gesagt wäre ich niemals bereit im Leben, so viel Geld für einen Flug auszugeben. Wie konnte ich mir das trotzdem leisten, hier zu sein? Ich habe den Flug mit KrisFlyer Miles bezahlt. Das ist die eigene Währung von Singapore Airlines. Und ich habe für diesen Flug, das ist eine gute Frage, ich blende euch das mal ein, wie viele Meilen ich dafür in Anspruch genommen habe. Und diese Meilen habe ich generiert mit meiner American Express Platinum Kreditkarte. Eine der ganz besonderen Sachen ist auf jeden Fall, dass man vom restlichen Flugzeug quasi nichts mitbekommt. Man boardet, geht zu seiner Suite und ab da spielt sich eigentlich nur noch alles hier vorne ab.
Man bekommt weder von den Gästen der Business Class noch von den Gästen der Economy Class etwas mit und das hat natürlich einen sehr exklusiven Charakter. Die Flugbegleiterin begrüßte mich auch mit den Worten, dass ich heute das Gefühl eines Privatjets genießen dürfte und tatsächlich fühlt es sich ein bisschen so an. Jetzt gibt es im Grunde nur noch die Landung in Frankfurt und dann den Weiterflug mit Lufthansa nach Hamburg. Diesen Flug werde ich allerdings nicht mehr filmen, da das Ganze in der Economy Class ist und ich habe euch in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht mit Lufthansa in der Economy Class und da hat sich wirklich nun nicht so viel dran geändert. Außerdem die Senator Lounge von Lufthansa kennt ihr auch aus zahlreichen Videos bei mir auf dem Kanal und schaut gerne da mal rein, wenn euch das interessiert. An dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ganz bald geht es dann für mich schon wieder weiter. Und ich hoffe auch, dass euch diese Serie gefallen hat. Für alle, die vielleicht jetzt nur dieses Video gesehen haben bislang. Ich habe gezeigt, wie ich von Hamburg es nach Las Vegas geschafft habe und wieder zurück, welche Airlines ich dabei benutzt habe und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles jetzt bei Miles & Marcel auf YouTube anschauen. Und so oder so freue ich mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Video und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Euer Marcel. Ich habe ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.